Amen. Amen. I want to welcome everybody back. Ich möchte jeden hier willkommen heißen. This is the third of 9 presentations that I will be doing. Das ist die dritte von 9 Präsentationen, die ich tun oder halten werde. If possible, I wanted to look at 3 subjects, Wenn möglich, wollte ich 3 Dinge behandeln, 3 Themen. but we may only get through 2 of them. We'll see. Aber vielleicht kommen wir nur durch 2 durch. Wir werden das schon sehen. The first subject that we're looking at Das erste Thema, was wir betrachten, is the subject of Daniel 11, verse 40. das Thema von Daniel 11, Vers 40. We began discussing that subject yesterday, Gestern haben wir angefangen, dieses Thema zu behandeln. and I want to continue it today. Und wir wollen heute damit weitermachen. Before we do so, Bevor wir das jetzt tun, I had a few questions. hatte ich ein paar Fragen. Some of these are related to the course of yesterday's class, and some of them are not. Manche beziehen sich auf gestern, manche nicht. And these are not all the questions I've received, they're only a select few. Und es sind hier nur ein ausgewählte Paar. Question is, why is it that we take the 6,000 years of Earth's history to be literal? Die Frage ist, warum tun wir die ersten 6000 Jahre dieser Erdgeschichte buchstäblich nehmen? When we recognize time to be manipulatable Wenn wir sehen oder erkennen, dass die Zeit manipuliert werden kann, in order to suit prophecy. dass sie der Prophetie angleicht. And since science is wrong to calculate our universe to be billions of years old, Und die Wissenschaft falsch ist, dass wir das Universum Milliarden von Jahren alt wäre. so I'll try to summarize the question. Also ich versuche nochmal die Frage zusammenzustellen, Science says that the universe is billions of years old, zusammenzufassen. Die Wissenschaft sagt, dass das Universum Milliarden von Jahren alt ist, and we believe that it's literally 6,000 years. und wir glauben, dass es buchstäblich 6000 Jahre sind. And the question is, why do we say that? Und die Frage ist, warum sagen wir dies? And the person's question says Und die Frage dieser Person sagt, that we manipulate time to suit prophecy. dass wir die Zeit manipulieren, dass sie der Prophetie passend ist. So I'm not sure what the person means when they say that we manipulate time to suit prophecy. Ich weiß jetzt nicht, was die Person damit meint, wenn sie sagt, wir tun die Zeit manipulieren, damit sie der Prophetie passt. I'm not sure if I would express it that way. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so ausdrücken würde. I think what we do Ich glaube, was wir tun, is we take literal time, ist, dass wir die buchstäbliche Zeit nehmen and then, depending upon the study that we're doing, und dann, es kommt darauf an, welches Studium wir tun, we turn it into symbolic time, tun wir es dann in eine symbolische Zeit umwandeln. or as this person would say, to suit prophecy. Und diese Person nennt es so, dass es sozusagen an die Prophetie angepasst wird. But it's not often that we do that, Aber es ist nicht so häufig, dass wir dies tun. and when we do, Und wenn wir das tun, we recognize that we're taking literal time, and as the questioner says, we're manipulating it. dann erkennen wir, dass wir buchstäbliche Zeit nehmen und wie der Fragesteller sagt, dass wir die Zeit manipulieren. So, for instance, Zum Beispiel, if the Bible were to give a time span of 1,260 days, wenn die Bibel uns jetzt 1260 Tage geben würde, so eine Zeitperiode, then we might turn that into 126 years. dann mögen wir das vielleicht in 1260 Jahre umwandeln. And we would do that based upon the principle of 1/10. Und wir tun das aufgrund des Prinzips ein Zehntel. 126 Jahre. But even when we do that,
Und wenn wir das tun, we're still using literal time spans to make those calculations. dann benutzen wir immer noch buchstäbliche Zeit, um diese Kalkulationen zu tätigen. So Donnie's suggestion is that perhaps the Earth is billions of years old and we're just manipulating that and turning it into 6,000. Und ich weiß jetzt nicht, ob hier gemeint wurde, ist, dass das Universum wirklich Milliarden von Jahren alt ist und wir es einfach nur manipulieren und es zu 6000 Jahren umwandeln. So my understanding is Mein Verständnis ist, that the Earth is 6,000 years. dass die Erde wirklich nur 6000 Jahre alt ist. Ellen White frequently refers to that fact. Ellen White bezieht sich öfters auf diesen Fakt. You could go to GC 518 Man kann zu Großer Kampf Seite 518 gehen and she would tell you that the Earth is nearly 6,000 years old. im Englischen und dort sagt sie, dass die Erde fast 6000 Jahre alt ist. In fact, the framework of that statement is the controversy between Christ and Satan is nearly 6,000 years. Und es ist sogar, dass dieses Rahmenwerk dieses Zitates ist, geht es um diesen großen Kampf zwischen Satan und Christus und Jesus und dass dieser auch fast 6000 Jahre alt ist. And then unless we have large gaps in the chronology, Und es sei denn, wir haben hier große Löcher in der Chronologie, the chronological table of human life comes up at around 6,000 years. dann sieht man, dass die Chronologie des Menschen und wenn man das zurückverfolgt, dass es ungefähr 6000 Jahre sind. And in fact, we use that literal time Und wir benutzen diese buchstäbliche Zeit, to make prophetic applications. um prophetische Anwendungen zu tätigen. I have no idea how old the universe is, Ich weiß nicht, wie alt das Universum ist, but I don't think there's any suggestion that it's only 6,000 years old. aber ich glaube, da gibt es keinen Hinweis oder Vorschlag, dass es nur 6000 Jahre alt wäre. What is 6,000 years is the controversy Was 6000 Jahre alt ist, ist der große Kampf. and the time of humans here on this planet. Und die Zeitspanne oder die Zeit der Menschen auf dieser Erde. So another question is, how can 2019 be both baptism and crucifixion for priests? Eine weitere Frage war, wie kann 2019 Taufe und Kreuzigung beides für die Priester sein? Is it as simple as saying Ist es einfach so, dass symbols have more than one meaning, ist es einfach so einfach, dass man sagt, Symbole haben mehr als eine Bedeutung? allowing us to assign any date to any waymark as long as the application lines up with the scriptural story? Sodass wir praktisch jedes Datum an jeder Wegmarke markieren können, solange die Anwendung mit der Geschichte und dem Kontext zusammenpasst. So the question is, can we say that symbols have more than one meaning? Die Frage ist nun, können wir sagen, dass es Symbole mehr als eine Bedeutung haben? Is that how we explain one date having two historical fulfillments? Ist das, wie wir erklären, dass ein Datum zwei historische Erfüllungen sind? Now, I may be wrong, Ich mag hier vielleicht falsch liegen, but if we were to use this principle of a symbol having more than one meaning, aber wenn wir dieses Prinzip, dass Symbole mehr als eine Bedeutung haben, nehmen, then it would make 2019 the symbol. dann würde es 2019 das Symbol als Symbol machen. So, if I were just to perhaps draw that on this board, Wenn ich das einfach mal auf dieser Tafel hier festhalten würde, then dann the question would be wäre die Frage, on the line of the just say on this line here. sagen wir einfach auf dieser Linie hier, We'll call it the line of the 144,000. wir nennen es einfach mal die Linie der 144.000. 2019 2019 would be the symbol. wäre das Symbol. And can that symbol have more than one meaning? Und kann dieses Symbol mehr als eine Bedeutung haben? Can it mean two separate things? Kann es zwei unterschiedliche Dinge bedeuten? Can it mean baptism Kann es die Taufe bedeuten and the cross? und das Kreuz? And I guess the answer is yes, it can, Und natürlich ist die Antwort ja, kann es, but it's a qualified yes. aber es ist ein qualifiziertes Ja. Now, we've addressed this issue in our class
here in Portugal already, Wir haben dieses Thema bereits schon an unserer Schule hier in Portugal adressiert. which is why I'm answering it again now. Und das ist, warum ich es jetzt nochmal beantworte. And the reason why this becomes important Und der Grund, warum das hier wichtig wird, is because the movement in the past ist, dass diese Bewegung in der Vergangenheit and also in the present, und auch in der Gegenwart, we've developed very bad habits. wir haben sehr schlechte Gewohnheiten uns zugelegt. And those bad habits that we've developed Und diese schlechten Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben, has caused us to misread or misunderstand things. verursachte, dass wir Dinge falsch lesen und sie auch falsch verstehen. So the reason why that becomes significant Also der Grund, warum das jetzt signifikant und wichtig wird, is when we take 2019 ist, dass wenn wir 2019 nehmen and we place it on this line, und wir platzieren es auf diese Linie, it has a certain position. dann hat es eine spezielle Position. So I don't know how far we think we can get along this line, Ich weiß jetzt nicht, was wir denken, wie weit wir auf dieser Linie weitergehen können. Do you want to have a go, Sister Tamina, to fill this line in? I need to see it. Till it ends at Panium. Oh, it's the 140,000. So, Well, if you want to do the line of the priest, you want to do that? sure, priest. So you want to do Panium. priest? So we'd have this as Panium. Also die Linie der Priester, da wäre das jetzt hier Panium. And 1989, the beginning. Und 1989 der Anfang. All the way, Max? Or? Yep. 9/11 and 2014. So we'll take that out, and Sister Mina wants to make this the line of the priests. Also wir nehmen das hier raus und Schwester Termina möchte das hier zu der Linie der Priester machen. So if this was the line of the priests, Also wenn das die Linie der Priester wäre, this was 2001 dann wäre das 2001 and 14, und 2014. then what would 2019 be? Und 2019, was wäre das dann? Close Would it be baptism or cross? Wäre es da das Kreuz oder die Taufe? The cross. So this would be the cross. Sister Tamina says this would be the cross. Also Schwester Tamina sagt hier, dass es ein Kreuz wäre. So why would that be the cross? Warum wäre das denn das Kreuz? When we parallel it with ancient Israel, the end of ancient Israel. So if we parallel this with ancient Israel, Also wenn wir das parallel mit dem alten Israel, das Ende des alten Israels legen, then this would line up with the cross. Das then wäre- that would line up with the cross if we were to parallel this. Also wenn wir das parallel stellen, dann wäre das das Kreuz. And when would it be the baptism? Und wann wäre denn die Taufe? 2001? So it's not 2001, it's 2019. Also es ist nicht 2001, sondern 2019. So how could 2019 be baptism? Also wie kann denn 2019 die Taufe sein? It's when we take Christ individually. So Sister Tamina says it's when we take Christ individually. Also Schwester Termina sagt, es ist, wenn wir die Linie von Christus individuell nehmen. I don't know if people know what that means. It's like a fractal. So Sister Tamina is going to say it's like a fractal. Schwester Termina wird jetzt sagen, dass es wie ein Fraktal ist. Do you want to say anything more? Okay, so the problem that we've had So das Problem, was wir hatten in der Vergangenheit, is when we have created lines or histories, wenn wir Linien und Geschichten kreiert haben, we've either not been accurate or we've not understood what is being portrayed. dann waren wir nicht akkurat oder wir haben nicht genau verstanden, was gezeigt wurde. So what the questioner is referring to Worauf sich der Fragesteller bezieht, are studies that Elder Tess has done. sind Studien, die ältester Tess abgehalten hat.
And if I recall correctly, Und wenn ich mich recht daran erinnere, the first studies on this subject das erste Studium, was über dieses Thema gehalten wurde, were that she was saying that 2019 was the baptism. war, dass sie gesagt hatten, 2019 ist die Taufe. And when she did that, Und wenn sie das getan hat, the basis of her study was the following. das Fundament ihres Studiums war folgendes. She would take the time of the end Sie würde die Zeit des Endes nehmen, in the line of or the history of Christ, in der Linie von Christus, and then she took 2019 und dann würde sie 2019 nehmen and she would take this as a 30-year time span. und dann würde sie das als eine 30-jähriges Zeitperiode markieren. And she's going to mark Und sie markiert dann, that this is the beginning of work. dass dies der Anfang der Arbeit ist. And the work that she's referring to is the work of Christ. Und die Arbeit, auf die sie sich bezieht, ist die Arbeit von Christus. We'll call it the work of the priest, Wir können es auch die Arbeit der Priester nennen. that priest being Christ. Und dieser Priest ist Christus. And inspiration teaches us that a priest begins his work at the age of 30. Und die Inspiration sagt uns, dass ein Priester mit 30 anfängt an zu arbeiten. And that would be baptism. Und das wäre die Taufe. Does anybody remember what Bible verse that is? Kann jemand sich daran erinnern, was für ein Bibelvers das war? That it says Jesus was 30 at his baptism. Dass Jesus 30 war, als er getauft wurde. Was that Luke 3? So there's a suggestion that it's Luke 3. Gibt es einen Vorschlag, dass es Lukas 3 war? Luke 3. Luke 3:23. Also Lukas 3, Vers 23. Jesus himself began to be about 30 years of age. Und Jesus fing in einem ungefähren Alter von 30, war Jesus 30, ja. So that's Luke 3:23. Lukas 3, Vers 23. We know that Jesus is 30 at baptism. So that's how that study was done. Und wir wissen, dass hier Jesus 30 war, als er getauft wurde. So wurde das Studium abgehalten. When Elder Tess began this line of investigation, Als älteste Tess diese Linie studiert hat, she didn't focus on the work that would occur afterwards, da hat sie sich nicht auf die Arbeit, die danach kommen würde, fokussiert, which was Christ going into the wilderness welches das war, dass Christus in die Wüste gehen würde for 40 days. für 40 Tage. The point that she wanted to make Den Punkt, den sie rüberbringen wollte, is that from 2019 we would begin to do a work, ist, dass von 2019 an würden wir ein Werk vollbringen, having come of age. dass wir alt genug wurden. After that study was presented and people settled into that idea, Nach diesem Studium, wo Leute sich in diese Idee gefestigt haben, she then did a completely different study. dann hat sie ein ganz anderes Studium getan. And in this different study, Und in diesem anderen Studium, she would look at the line of the priest. This is what Sister Tamina has done. und dann würde sie die Linie der Priester betrachten, das ist, was Schwester Tamina gemacht hat. And what I want to do is I want to make a slight change to this. Und was ich tun möchte, ist, dass ich das jetzt hier ein bisschen verändern werde. You can see that there are 5 waymarks Wir können sehen, dass es da 5 Wegmarken gibt. because when we deal with the line of the priest, we often say there are 5 waymarks in that history. Denn wenn wir die Linie der Priester betrachten, dann sagen wir oft, dass es 5 Wegmarken in dieser Geschichte gibt. And the 5, there are various ways to explain it, but I'll explain it this way. Man kann das unterschiedlich erklären. Ich werde es so erklären. It's based upon the
the 4 agricultural dispensations: dass dies basiert auf den 4 Dispensationen der Landwirtschaft. plowing, former rain, latter rain, harvest. Pflügen, Frühregen, Spätregen und Ernte. And when you do that, Und wenn man das tut, then we see that 2019 dann sehen wir, dass 2019 is not baptism, ist nicht die Taufe, but the cross. sondern das Kreuz. And again, we're going back to the line or the history of Christ, Und wiederum gehen wir zurück zu der Linie von dem Kreuz Christi and we're going to overlay that history on top of this one. und wir legen es über die Geschichte hierhin drüber. Begins at the same place, the birth of Christ, Das fängt zur gleichen Zeit an, hier an der Geburt Christi, but now baptism aber die Taufe nun happens all the way back here. passiert jetzt irgendwo hier hinten. So baptism is 2001 now. Nun ist die Taufe 2001, 2014 2014 becomes an interaction, we'll call it, between Christ and John the Baptist. wird jetzt zu einer Interaktion oder zwischen Johannes und Christus, so können wir es nennen. And then 2019 becomes the cross. Und 2019 wird jetzt das Kreuz. And after the cross, Und nach dem Kreuz, you get Pentecost. da hat man dann Pfingsten. Pentecost would be 2021 or Panium. Und Pfingsten wären dann 2021 beziehungsweise Panium. And we know Und wir wissen, after the cross, dass nach dem Kreuz, we'll call it a wilderness period wir nennen es die Zeitperiode der Wüste of 40 days, oder auch 40 Tage genannt, where Christ wo Christus is going to teach the disciples. die Jünger lehren wird. Now, even though we have 5 waymarks, this would be the line of the priests. Auch wenn wir 5 Wegmarken haben, so wird das die Linie der Priester. What I want to remind people Und ich möchte Leute daran erinnern, is after Panium, dass nach Panium, which we could call welches wir the second advent, die Wiederkunft nennen können, hopefully we're familiar with that, ich hoffe, damit sind wir vertraut, because 2019 would be the close of probation, denn 2019 wäre das Ende der Gnadenzeit then the priests und die Priester still have a work to do after that. haben immer noch danach ein Werk zu tun. In fact, what is the work of the priest after Panium? Was ist denn das Werk der Priester nach Panium? Go to the church. To teach the Levites. Also, dass wir die Leviten lehren. And not only just to teach them, to actually call them out of Adventism. Nicht nur, dass wir sie lehren, sondern dass wir aus dem Adventismus herausrufen. Someone said? So even though we have these 5 waymarks, Auch wenn wir diese 5 Wegmarken haben and we often say that the line of the priest ends at Panium, und auch wenn wir sagen, die Linie der Priester endet an Panium, it's then where their work actually begins. da ist es eigentlich dort, wo ihre Arbeit anfängt. This work of calling in the Levites. Dieses Werk, die Leviten hineinzurufen. And that would continue Und das würde dann weitergehen to 1141, bis 11 Vers 41, which we often refer to as the Sunday law. welches wir oft an dem Sonntagsgesetz markieren. So you can see Also wir können sehen, how these 2 separate lines, wie diese 2 in sich selber oder diese Linien, these 2 separate ways of thinking about this history, diese, interact with one another. diese 2 Linien, die separat sind und separate Geschichten sind, wie sie miteinander interagieren. Here, Elder Tess would teach that 2019 is the beginning of the working of the priests. Hier hat ältester Tess gelehrt, dass hier die Priester anfangen zu arbeiten. But we know that before Christ begins to do his work, Aber wir wissen, dass Christus, bevor er anfängt, sein Werk zu tun, he's going to go into the wilderness for 40 days. wird er in die Wildnis für 40 Tage gehen.
And then what does he do? Und dann, was tut er? He's already been baptized. Er wurde bereits getauft, Before he cleanses the temple. bevor er den Tempel reinigt. Marriage of Cana. So before the marriage of Cana, Also vor der Hochzeit von Kana. he goes back to where he was baptized Er geht zurück, wo er getauft wurde, and he takes disciples. und er nimmt Jünger. He Sich takes Jünger. 5 disciples. Er nimmt sich 5 Jünger. What's their names? Was sind ihre Namen? John. Johannes, It's not Matthew. nicht Matthäus. Andrew. So John, Andrew, Peter. Johannes, Andreas und Petrus. Nathan und Nathanael. Nathaniel. Nathanael. You're telling me, I'm not saying. Have you told me? Philip. Philipp. Philip and Nathaniel, Peter, Nathanael, Philipp, Petrus, John, Johannes, and you said Andrew. und du hast Andreas gesagt. Okay? Andreas, der Bruder von Petrus. Daniel also says Andrew. Sorry? Daniel also says Andrew. Daniel. Daniel says, which Daniel? Our Daniel. So Sister Tamina's Daniel says it's Andrew, so it's correct. Well, if it was my Daniel, it would be the Daniel from Romania. It's your Daniel, it's the Daniel from Brazil. So, we have 40 days wilderness, Die 40 Tage der Wüste. and then he collects 5 disciples, which is the foundation of the church. Und dann nimmt er sich 5 Jünger, welche das Fundament der Gemeinde sind. Then he goes to the marriage of Cana, then the cleansing of the temple. Dann geht er zur Hochzeit von Kanaan und dann die Tempelreinigung. This is John chapter 1 and 2. Das ist Johannes Kapitel 1 und 2. Even though these are completely different waymarks, this is baptism and this is the cross, Auch wenn es 2 komplett unterschiedliche Wegmarken sind, das ist die Taufe, das ist das Kreuz. what I want us to see Was ich möchte, dass wir sehen, is how Elder Tess brought those 2 events together. wie älteste Tess diese 2 Ereignisse zusammengebracht hat. Even though on this line they're completely different waymarks. Auch wenn auf dieser Linie sie 2 komplett unterschiedliche Wegmarken sind. Number 2 and number 4. Nummer 1 und Nummer 4. Number 2 and 4. Nummer 2 und 4. Sorry. 2019. 2019, Wilderness. die Wüste. Collect the disciples. Dann tut er die Jünger einsammeln. Do a miracle. Und dann tut er ein Wunder. And then begin to cleanse the temple. Und dann fängt er an, den Tempel zu reinigen. So without going into the details, Ohne jetzt in die Details zu gehen, even though the priest or Christ is 30 and he begins to do a work, there's this short period before he works. also da ist, bevor er jetzt diesen Tempel reinigt und bevor er anfängt und arbeitet, da gibt es diese kleine Zeitperiode. I want us to see the same in this story. Und ich möchte, dass wir das gleiche in dieser Geschichte sehen. The cross, Das Kreuz, 40 days 40 Tage, of training, 40 Tage des Trainings, instruction or teaching. wo sie gelehrt bekommen, Instruktionen bekommen. Doesn't bring you to Pentecost. Es bringt uns nicht bis nach Pfingsten. It does bring you to. Does not bring you to Okay. Pentecost. Es bringt uns nicht bis Pfingsten. You need an extra Du brauchst ein extra. Waymark? an extra 10 days Du brauchst ein. Oh, ja. Man braucht eine weitere 10 Tage, because the disciples' time is not yet, denn die Zeit der Jünger ist noch nicht ganz gekommen. and they're in the upper room. Sie sind im Obergemach And then you have Pentecost. und dann hat man Pfingsten. And now what are the disciples going to do? Und was tun die Jünger dann? Begin to do their work. Sie fangen an, ihr Werk zu verrichten. So that's when they begin to do their work. Und das ist, wo sie anfangen, ihr Werk zu verrichten.
at Pentecost. Pfingsten. 3,000 people are baptized in a day. 3000 Leute werden an einem Tag getauft. So even though they're completely different waymarks, Auch wenn sie zwei komplett unterschiedliche Wegmarken sind. what was so good about this study is that they both had very similar steps. Was so toll ist über dieses Studium, ist, dass sie sehr ähnliche Schritte gegangen sind. And Das Studium. in the past, Und in der Vergangenheit, when we try to do those types of things, wenn wir diese Dinge ja gehandhabt haben, I think many mistakes were made. denke ich, dass viele Fehler begangen wurden. This is one of the few examples Und das ist eine der wenigen Beispiele, where a singular waymark wo eine singuläre Wegmarke or symbol oder Symbol has more than one meaning, mehr als nur eine Bedeutung hat. and in both of those meanings, Und in beiden dieser Bedeutungen, the consequences of that waymark are very similar. die Konsequenzen dieser Wegmarken sind sehr ähnlich. So I hope that answers that question. Ich hoffe, das antwortet diese Frage. The line itself Die Linie selber is the top line. ist diese obere Linie. 2019 is the cross. 2019 ist das Kreuz. That's how we should understand it in its primary sense, Und so sollten wir es in seiner primären Art und Weise verstehen. but can also be symbolized as baptism. Aber es kann auch als die Taufe symbolisiert werden. The questioner says, allowing us to assign any date to any waymark. Der Fragesteller sagt hier, dass wir jedes Datum an jede Wegmarke legen können. And I don't think that is either correct or a right way of approaching this subject. So glaube ich nicht, dass das richtig ist und auch nicht die richtige Art und Herangehensweise ist. Often when you try to do that, Oft, wenn man versucht, dies zu tun, you end up either confusing yourself or your target audience. dann endet man wahrscheinlich damit, sich selbst zu verwirren oder die Leute, die man versucht zu erreichen. Okay, I think that's all the questions I want to answer. Ich glaube, das sind alle Fragen, die ich beantworten wollte. Do you want to make one comment? Ich möchte noch ein weiteres Kommentar hier aufbringen. At the beginning of yesterday's studies, Am Anfang des Studiums von gestern Elder Shaqueta mentioned that the presentations would be translated. Da hat ältester Chiquetta gesagt, dass diese Präsentationen übersetzt werden würden. And I think some people have misunderstood. Und ich glaube, einige Leute haben das missverstanden. People seem concerned that these studies are being translated during the study and not through some post-editing work. Manche Leute haben Sorge, dass diese Studien hier direkt übersetzt wurden und nicht erst irgendwie hinterher. And one comment Ich hatte einen Kommentar, is that this translating makes the meetings expensive. dass diese Übersetzung diese Seminare teuer macht. It doesn't make, because they have to buy more data. Einfach weil man mehr Data kaufen muss. So I want to put everyone's concerns to rest. Ich möchte jeden seine Sorge beruhigen, Translating the presentations won't cost you more money. dass die Präsentationen übersetzt werden, wird euch nicht mehr Geld kosten. It just means we get through less material. Es bedeutet einfach nur, dass wir durch weniger Material durchkommen. So I hope that alleviates everyone's fears. It's very difficult for translators to overdub. Es ist sehr schwer für Übersetzer so simultan zu übersetzen. We've been doing this for quite some time now in the movement. Wir haben das seit einer geraumen Zeit bereits in der Bewegung getan. And those people who translate know that this is the best way to do this. Und die Leute, die übersetzen, wissen, dass dies die richtige oder beste Art und Weise ist, es zu tun. And the ministry, IPR, agreed that this would be a good way to move forward. Und das Ministry IPR hat gesehen, dass das eine gute Idee ist und dass wir das so machen werden. Coming back to our study. Kommen wir zurück zu unserem Studium. We looked at Daniel 11, verse 40. Wir haben uns Daniel 11, Vers 40 angeschaut.
And what I wanted us to see Und was ich wollte, dass wir sehen, is that we've approached this verse dass die Art und Weise, wie wir an diesen Vers herangegangen sind, in a very specific way. und zwar in einer sehr speziellen Art und Weise. And I think people haven't fully understood how we've approached it. Und ich glaube, die Leute haben noch nicht genau verstanden, wie wir da herangegangen sind. Hoping everybody can see that. So there's a lot of information on the board. I haven't erased any of it. Also da gibt es viel Informationen hier auf der Tafel. Ich habe noch nichts weggewischt. What we've done is taken a repeat and enlarge technique or methodology. Und was wir hier benutzen, ist eine Wiederholung und Erweiterung Technik. We went to Daniel 11 verse 40 Wir sind zu Daniel 11, Vers 40 gegangen and we have stated as a fact, und wir haben als Fakt gesagt, a perspective, eine Perspektive, that this verse dass dieser Vers is a repeat and enlarge of Revelation. eine Wiederholung und Erweiterung von der Offenbarung ist. Specifically, Im Besonderen Revelation 13 verse 3, Offenbarung 13, Vers 3 Revelation 17 verses 8 and 11. und Offenbarung 17, Vers 8 und 11. And what we then did Und was wir dann getan haben, was to look at the book of Revelation. dass wir das Buch Offenbarung angeschaut haben. So I'm just going to stop there. Also ich werde hier jetzt stoppen. No, it's okay. And I want to just, there was one other question that I've realized that I've missed. Und da ist eine weitere Frage, wo ich jetzt realisiert habe, die ich noch nicht adressiert habe. And it's this. Und es ist folgende. What was the singular power discussed yesterday? Was war diese singuläre Macht, worüber ihr gestern gesprochen habt? Perhaps I didn't hear what it represented. Vielleicht habe ich nicht gehört, was sie repräsentiert. That's the question that was being asked. Das ist die Frage, die gestellt wurde. So you can see it says Man one power, Man kann hier sehen, dass es hier eine Macht and it heißt says one power. und hier nochmal eine Macht. And one of the points that I wanted to make Und einer der Punkte, die ich tun wollte, is that when we studied Revelation chapter 13 and chapter 17, dass als wir die Offenbarung Kapitel 13 und 17 studiert haben, we looked at verse 3, verse 8, verse 11, da haben wir Vers 3, 8 und 11 betrachtet. and then we looked at all of this work here, Und dann haben wir diese Zeichnung angeschaut. and nowhere did we discuss representation or application. Und nirgendwo haben wir die Repräsentation und die Applikation, also Anwendung, betrachtet. And the reason why I didn't do that Und der Grund, warum ich das nicht getan habe, is because I don't think we should. ist, weil ich nicht denke, dass wir das tun sollten. As soon as you bring application Sobald man diese Anwendung hineinnimmt, before fully understanding or explaining the verse, bevor man völlig den Vers erklärt hat, not only are you breaking the rules, dann tut man nicht nur die Regeln brechen. which rules are you breaking? Welche Regel bricht man? You've got Miller's rules, tell me the number. Von William Millers Regeln, sagt mir die Nummer. Rule number 5, Regel Nummer 5. part Teil B. Teil B. So if you have it in front of you, Wenn ihr es vor euch habt, rule number 5, part B. Often we only talk about the first part. oft reden wir von dieser Regel nur über den ersten Teil. People also say. Let the Bible be its own interpreter. Die Bibel muss sein eigener Ausleger sein. That's a paraphrase of part 1, part A. Das ist der Teil A dieser Regel in meinen Worten gesagt. We forget part B. Und wir vergessen Teil B. What does that say? Was sagt der? If you need an interpreter. If you need an interpreter. If you need an interpreter. Then run away. Can you find it? Part B. Is that in German or English? Okay. So no point in giving it to me. The Bible is not, when I do this in a special way, then it's the Bible, my guessing, or my guess, my wish. Oh, sorry. Is that an English one? Yes. I'll read it out aloud so it can go on the mic. So part B, Teil B. we'll paraphrase. Wir sagen das einfach in meinen Worten. It says, Es sagt,
if you allow someone else to do that work Wenn du jemanden erlaubst, dieses Werk zu tun, of explaining something, dass er etwas erklärt, then you should not do that. dann solltest du das nicht tun. You should only allow the body of work, or in this case, the Bible, to do the explaining. In diesem Fall solltest du nur der Bibel erlauben, sich selber zu erklären. And the reason it gives for that is that the Bible is a rule unto itself. Und der Grund, der dafür gegeben wird, ist, dass die Bibel eine Regel in sich selbst ist. If I depend on a teacher to expound it to me, Und wenn ich darauf abhängig oder davon abhängig gehe, dass ein Lehrer mir es erklärt and he should guess, und man muss da raten, or he follows his church's position, oder er folgt der Position seiner Kirche, or he thinks he's wise, oder er denkt, dass er weise ist and therefore has pride, und deswegen dann auch stolz ist, then his guessing dann sein Ratewerk becomes my guessing, wird mein Ratewerk, not the Bible's rules. nicht die Regeln der Bibel. And that's the problem. Und das ist das Problem. When you use applications, Wenn man die Anwendungen benutzt, the question is, how do you know if those applications are correct? dann ist die Frage, woher weiß man, dass diese Anwendungen richtig sind? And it's all too easy for us to say, Ellen White said something. Und es ist einfach nur zu einfach zu sagen, Ellen White hat etwas gesagt. What happens is we end up becoming lazy and we begin to make mistakes. Und was passiert ist, dass wir faul werden und wir anfangen, Fehler zu tun. So maybe we didn't notice, Vielleicht haben wir das nicht gemerkt. in Revelation, In der Offenbarung, it speaks about one entity da spricht es über eine Einheit. and it gives two parts to this entity's experience, this power's experience. Da gibt es zwei Teile zu dieser Erfahrung, dieser einen Macht, dieser einen Einheit. And what are the two experiences that it talks of? Und was sind diese zwei Erfahrungen, durch die diese durchgehen? Number one, Nummer 1, no, dead. it's death. They didn't say anything. So that it talks about two experiences of this power. It talks about its death Also es spricht über zwei Erfahrungen dieser Macht. Es spricht über seinen Tod and its und resurrection. It's right Seine- here. they said also death and The resurrection. death, resurrection. Also der Tod und dann die Wiederauferstehung. The resurrection is explained three ways. Und die Wiederauferstehung wird in drei Arten erklärt. So if I were to say, Und wenn ich sagen what does würde, resurrection mean? was bedeutet die Wiederauferstehung? You would say, Dann würdest du sagen, what does resurrection means healed. die Wiederauferstehung bedeutet, geheilt zu sein. And you'll say resurrection means Und was würdest du sagen? Is ascending? that, and we're saying that means resurrection. That means then the beast that was and it is. So the ones we've got Diejenigen, die wir haben hier, is that one, number 8. Nummer 8. So it's explained in this repeat and enlarge way. Also es wird in dieser Wiederholung und Erweiterung, wird es hier erklärt. You said is. Yeah, the beast that was, is not, and yet is. So we haven't written the yet is one, which would be the second part of 8. We only did the first part. Okay, von Vers 8 haben wir nur den ersten Teil betrachtet, nicht den zweiten. If you remember from yesterday's studies, Revelation 17 verse 8, in the verse itself repeats the statement. Offenbarung 17, Vers 8, wenn ihr euch daran erinnert von dem Studium gestern, da wird es selbst in diesem Vers nochmal wiederholt in sich selber. I only did part A. I only did the first part of verse 8, not the last part. Ich habe in Vers 8 nur den ersten Teil behandelt, nicht den zweiten Teil. Okay, so when it speaks about this, Also wenn es hier darüber spricht, it tells you when. dann sagt es dir wann. What does it tell you when? Where and what? verse? When? Which bit is the when? Also welcher Teil ist dieses wann? Zeit des Endes? After the, Not time of the end. after the 42 months? Which is not that bit. Where is the when? Also wo ist dieses wann? Which bit of information do you know?
Also, welchen Informationsteil hat man, when the thing happens? wenn die Sache passiert? When the power This ends. one or this one? Das hier oder das hier? Alyssa says 42 weeks. The death. Der Tod. So we did it here yesterday. Also wir haben hier es getan I moved it to here. und ich habe es dann hier drüben hingemalt. So there it is, the death, Da, hier ist der Tod. and it's at the end of 42 months. I think someone said weeks. 42 months. Also jemand hat gesagt 42 Wochen, aber es sind 42 Monate. It was alive and did have power, Es war am Leben, es hatte Macht. and it gives the date Und dann gibt es das Datum, once you can calculate 42 months. wenn man dann die 42 Monate kalkulieren kann. But what it doesn't give you Aber was es dir nicht gibt, is what? ist was? When it is said. It doesn't tell you when this happens. Es sagt dir nicht, wann das hier passiert. That's sometime in the future here, Das ist irgendwann in der Zukunft and you don't know when. und du weißt nicht wann. Then yesterday, Und gestern we took all of this information haben wir diese ganze Information genommen and we projected it into verse 40. und haben es dann über Vers 40 gelegt. So a pause there. Wir haben dann dort eine Pause eingelegt. Now, the problem with making applications Das Problem mit Anwendungen is that the Bible doesn't give you those applications, ist, dass die Bibel uns keine Anwendungen gibt. particularly in Daniel and Revelation. Im Besonderen in Daniel und Offenbarung. So to go into Revelation and start making applications Wenn man jetzt in Offenbarung reingeht und dann Anwendungen tätigt, can become dangerous, da kann es sehr gefährlich werden problematic. und problematisch. So all of this, All das hier, water, kings, beast, mountain, Wasserkönige, Tier und Berge, where is all this found? wo wird das denn alles hier gefunden? This is all Revelation 17. Das ist alles Offenbarung 17. And then we saw Und dann haben wir gesehen, the Revelation 17 dass die Offenbarung 17 is 13 and 12. auch Offenbarung 13 und 12 ist. And therefore, Und deswegen, if this is a state, dass wenn das hier ein Staat ist, how do we know water is state? woher wissen wir denn, dass Wasser Staat ist? What verse is that? Welcher Vers ist das? Revelation 17, Offenbarung 17, Verse Vers 15. 15. So Revelation 17 verse 15, this you know this is state because it's nations. Also Offenbarung 17, Vers 15, da weiß man, dass Wasser ein Staat ist, weil es hier um die Nation geht. I think this is verse 2. We know it's kings. Und das hier ist Vers 2, wir wissen, das sind Könige. And this one, Und das hier, ist das Vers 5? Check. can anybody remember? Kann noch sich jemand dran erinnern? Good. Vers 10. Verse 9 and verse 10. Vers 9 und Vers 10. This is from the Flukas family. Yes. So verse 9 says it's 7 mountains and verse 10 tells you they're kings. Vers 9 und heißt es, dass es 7 Berge sind. Und Vers 10 sagt es uns dann, dass es Könige sind. So what you're left with is the beast. Also, was man dann hier sieht noch, ist es dieses Tier. So therefore the beast must be state. Und dieses Tier muss dann der Staat sein. So once you've established all of that, Und wenn man das alles etabliert, the problem arises that Ellen White says it's not that. dass Ellen White kommt und sagt, dass es dem nicht so ist. She says Sie sagt, that the beast dass das Tier in 13 in Kapitel 13 is the papacy. das Papsttum So ist. she makes an application, Also sie macht eine Anwendung. but in the same passage that she says it's the papacy, she also says it's state. Aber in dem gleichen Abschnitt, wo sie sagt, dass es das Papsttum ist, sagt sie auch, dass es ein Staat ist. All I'm pointing out Alles, was ich hier aufzeigen möchte, is that you need to be careful how you read Ellen White. das ist hier, dass man vorsichtig sein muss, wie man Ellen White liest. Here we have Ellen White. Hier haben wir Ellen White.
this is obviously John. Das hier ist offensichtlich natürlich Johannes. John tells you when the wound happens. Und Johannes sagt uns, wann diese Wunde passiert. We've just portrayed it here. Wir haben es hier aufgezeigt. What verse is this? Welcher What Vers reference? ist das? Someone online. Jemand, der online dabei ist? So feiner. No one? So I want someone online to tell me where the reference for 42 months was found. Also ich möchte, dass online mir jemand sagt, wann oder wo dieser Vers ist, wo wir die 42 Monate sehen. 13,5. Revelation 13,5. Good. Revelation 13, verse 5. Offenbarung 13, Vers 5. It says it continued Und es heißt hier, dass es weiterging, to be alive and to have power for 42 months. dass es am Leben ist und Macht hat bis 42 Monate lang. So that's why I'm saying you have the date. Und deswegen sage ich, dass man hier das Datum Does hat. Ellen White agree with that? Tut Ellen White damit übereinstimmen? Yes. Ja. She'll agree with that date. Sie würde mit diesem Datum übereinstimmen. And the question we want to ask is what? Und die Frage, die wir uns nun stellen wollen, ist welche? What's the question that we ask? Was ist die Frage, die wir uns stellen wollen? We know when it died. Wir wissen, wann es gestorben ist. What we're interested in is Und wir sind jetzt interessiert in was? when it resurrects. Wann es wieder aufkommt. When is this going to happen? Und wann passiert das denn? And what's Ellen White going to tell you? Und was sagt Ellen White? Sanelo? Sorry? Sanelo? At the Sunday law, someone says. Someone says at the Sunday law, Curtis. Someone says no one knows. and someone else said no one knows. Also jemand hat gesagt im Sonntagsgesetz und jemand sagt, keiner weiß es. Alyssa. 1989. 1989? So we've got a number of answers. Also wir haben mehrere Antworten. Someone says at the Sunday law. Someone else says Sunday law. What's the question? When does Ellen White say it is? So the question is, when does that happen? Die Frage ist also, wann passiert das? And my question is, Und meine Frage ist, what would Ellen White say? was würde Ellen White sagen? In the future, someone says. Someone said in the future. So we know it's in the future for sure. Also wir wissen gewiss, dass es in der Zukunft ist. Someone again, no one knows. So someone else said no one knows. Keiner weiß. Wann? So I want to go to Natalie says time of the end. Matthew 24. Also ich möchte zu Matthäus 24 gehen. We have a number of different answers. Wir haben mehrere Antworten. So Matthew 24, verse 26. Matthäus 24, Vers 26. No, 36, not 26. 36. Vers 36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Now this verse does not refer to this waymark, Also dieser Vers bezieht sich jetzt nicht auf diese Wegmarke. but I wanted to use this verse Aber ich möchte diesen Vers benutzen, to give an explanation of what the issue is. um eine Erklärung zu geben, was hier das Thema ist. That Ellen White will tell you, Does we don't know when that will happen. Dass Ellen White uns sagen wird, dass sie nicht weiß, wann das passiert. And why will she say that? Und warum würde sie das sagen? Why is she so adamant
Warum ist sie da so drauf bedacht, that we don't know when that's going to occur? dass wir das nicht wissen, wann das passiert? What does she tell us? Was sagt sie uns? She says, Not to know, Natalie says. no more No time setting, someone says. time. Good. Keine Zeit mehr. She says there's no more time, Sie sagt, da gibt es keine Zeit mehr. and therefore, Und deswegen, if there's no more time, wenn es da keine Zeit mehr gibt, then what? dann was? Then we're never going to know when this happens. Dann wissen wir natürlich nie, wann dies passiert. That's all fine and well Das ist alles so okay, until you start taking all of this information from Revelation, from the book of Revelation, and start bringing it upon the book of Daniel, chapter 11. bis zu diesem Zeitpunkt, wo man die Offenbarung nimmt und sie über Daniel Kapitel 11, Vers 40 legt. So I want to remind us the steps that we took. Ich möchte uns an die Schritte, die wir nahmen, erinnern. We have the verse itself. Wir haben den Vers We have three parties: und wir haben 3 Parteien. south, Der Süden, him, er and north. und der Norden. That's all it says in the verse. Das ist alles, was im Vers steht. And then what we said Und was wir dann gesagt haben, is if we take these verses and superimpose them upon verse 40, wenn wir diese Verse nehmen und sie über den Vers 40 legen, and we take the principle that's speaking about one power, und wenn wir dieses Prinzip nehmen, dass wir über eine Macht sprechen, then what we can do was wir dann tun können, is filling missing pieces of information. dass wir fehlende Informationsstücke ausfüllen können. So this power goes from death to life, Also diese Macht geht vom Tod zu Leben, and therefore we would expect und deswegen würden wir jetzt erwarten, to see a power go from death to life, dass auch hier eine Macht, die stirbt und dann wieder aufkommt. singular power. Eine singuläre Macht. That's what we should be looking for Danach sollten wir Ausschau halten, in verse 40. und zwar in Vers 40. And the first thing you see Und das Erste, was man dann sieht, is that the south ist, dass der Süden has an arrow against him, einen Pfeil gegen ihn hat. and that arrow Und dieser Pfeil is the word H5055, ist dieses Wort 5055. which is what word? Welches Wort ist nochmal? Push. Zu pushen. And the word push Und dieses Wort zu pushen means to gore. bedeutet so zu durchbohren. We had it here. Wir hatten es hier markiert. Remember, we've got die. Erinnert euch, wir haben hier das Wort sterben. It's from Revelation. Es ist von der Offenbarung. We've got push from Daniel 11, Wir haben das Wort push von Daniel 11, which means to gore. welches durchbohren bedeutet. And Sister Alyssa said that means a puncture wound by a horn. Und Schwester Elissa hatte gesagt, dass das eine punktuelle Wunde durch ein Horn ist. Or you could bite someone's flesh out Oder man kann jemand sein Fleisch rausreißen or claw them. oder sie so mit Krallen kratzen. And we decided that this puncture wound was a good representation of this word gore. Und wir haben entschieden, dass diese punktuelle Wunde eine sehr gute Repräsentation von diesem Wort Gore ist, durchbohren ist. So we know who gets wounded. Also wir wissen, wer verwundet wird Who gets wounded? und wer wird verwundet. Stay in the black. Es ist im Schwarzen. Him. He's He's the one that gets wounded. Er wird verwundet. He must be the power. Er ist diese Macht, This one. diese hier. So we've got him. Also wir haben er. Then we can know Und dann können wir wissen, in Revelation in der Offenbarung, who gives the wound. wer gibt denn die Wunde? Has to be the king of the south from this one. Es muss der König des Südens sein, hier von dieser Tabelle. So what we've done is we've gone up and now we've gone down. Also was wir getan haben, ist, dass wir hochgegangen sind und dann wieder runtergegangen sind. Remember in 17, Erinnert euch in Kapitel just 17, says it was alive and then it's not. It died. da heißt es, dass es am Leben war und dann nicht mehr. Also es bedeutet, dass es gestorben ist. Doesn't tell you how the beast died. Es wurde uns nicht gesagt, wie das Tier gestorben You go ist. to chapter 13, it received a wound. Geht man zu Kapitel 13, dann sieht man, dass es diese Wunde erhalten hat. You go to Daniel 11, it tells you the king of the south delivered the wound.
Geht man zu Daniel Kapitel 11, sieht man, dass es der König des Südens war, der diese Wunde hinzugefügt hat. And then what we said, Und dann, was wir dann it's gesehen going to haben, resurrect now. ist es, dass es wieder aufkommt. We don't know when. Wir wissen jetzt nicht And the wann, White says no one will ever know. aber Ellen White sagt, niemand wird es jemals wissen. So we come to the second part of this verse, Also kommen wir zum zweiten Teil dieses Verses. and then we see Und dann sehen wir, that the king of the north dass der König des Nordens comes with a bigger arrow against him. mit einem größeren Pfeil gegen ihn kommt. And that bigger arrow Und dieser größere Pfeil was what? war was? Whirlwind. Natürlich. Was a das. whirlwind. Es war ein Wirbelsturm. 8175. Äh, 81. 81, 75. 75. Sorry. It comes against him like a whirlwind. Es kommt gegen ihn wie ein Wirbelsturm. And a whirlwind Und dieser Wirbelsturm is bigger than a thrust. ist stärker als dieses Durchzubohren. So we made the arrows bigger. Also haben wir diesen Pfeil größer gemacht. So this person Also diese Person is going to destroy this one zerstört diese Person, just in the way that a whirlwind is more severe than a gore. in der Art und Weise, wie ein Wirbelwind schlimmer oder stärker ist, wie dieses Durchbohren. And if that produced a wound Und wenn das eine Wunde produzierte, that brought death, die einen Tod gebracht hat, this must too. die den Tod gebracht hat, dann muss das hier auch so sein. So we know this person kills this one. Also wir wissen, dass diese Person diese The verse ends. tötet. Und der Vers endet hier. So Also, if we're going to line up the resurrection, wenn wir jetzt diese Wiederauferstehung someone is dying in this last part of the verse. parallel stellen wollen, hier in diesem Ende dieses Verses, da stirbt jemand. He's dying. Er stirbt. Therefore, he can't be the power or the subject. Also kann er ja dann nicht dann dieses Macht oder dieses Subjekt sein. Has to be the king of the north. Es muss der König des Nordens sein. So, therefore, we had the power was him and the king of the north. Also deswegen haben wir gesagt, dass die Macht er ist und der König des Nordens. That's two powers. Das sind zwei Mächte. Him, king of the north. Ihm und, also er und der König des Nordens. But Revelation says there's only one power. Aber Offenbarung sagt, dass es dann nur eine Macht ist. So therefore, we're forced to put an equal sign there. Also deswegen sind wir gezwungen, dass wir ein Gleichheitszeichen dahinlegen. So now we know the him, this one, is the king of the north. Und jetzt wissen wir, dass dieses ihm oder er der König des Nordens ist. And so now we're forced to say, Und jetzt sind wir gezwungen zu sagen, this him is not the same as this one. dieser er oder ihm ist nicht das gleiche wie dieses. King of the south, Der König des Südens, king of the north, König des Nordens, king of the north, König des Nordens him. und er. As soon as we do that, Und sobald wir das tun, what do we notice? dann was erkennen wir? Because we've already seen this is repeat and enlarge now. Denn wir haben bereits schon gesehen, dass es eine Wiederholung und Erweiterung ist. Someone says Kayasen. Two kings Zwei Könige, fighting, die gegeneinander kämpfen. two people fighting. Zwei Leute, die kämpfen. One gets a gore, one gets a whirlwind. Einer bekommt hier diesen Durchstoßen oder durchgestoßen zu werden und der andere den Wirbelsturm. And we see that this is a special form of repeat and enlarge called a chiasm. Und wir sehen, dass es eine spezielle Form des Wiederholung und der Erweiterung ist, die wir Chiasmus nennen You know, können. 3 pieces of information in the black. Und 3 Informationen werden uns im Schwarzen hier gegeben. The one that's missing is the red question mark. Und diese Information, die fehlt, dieses rote Fragezeichen. You can fill it in easily. Man kann es hier deutlich oder einfach einfüllen Becomes A. und es wird hier zu A. So therefore, the Deswegen- him number 2 is the king of the south, Dieses er oder ihm Nummer 2 ist der König des Südens. which leaves us with the conclusion Welches uns mit der Schlussfolgerung lässt, that this fight dass dieser Kampf hier is revenge for this one. die Rache für dieser Kampf hier ist. In this one, the king of the south killed him, and now he's going to take revenge. Hier in diesem Kampf wurde der König des Südens getötet und hier wird er sich jetzt rächen. As soon as you take revenge, Und sobald man sich rächt, that brings us into the realm of morality. das bringt uns jetzt in den Bereich der Moral. So whatever this was, this is a moral issue. Also wann auch immer dies war, so ist es ein morales Thema. And if
moralisches Thema. If that was a moral issue, the initial fight must also have been moral. Und wenn das ein moralisches Thema ist, dann muss auch der ursprüngliche Kampf ein moralisches Thema sein. Daniel 11 verse 40 is a moral subject. Daniel 11, Vers 40 ist ein Thema der Moral. We haven't discussed any application up to this moment. Und bis zu diesem Moment haben wir keine Anwendung behandelt. Then what we did Und was wir dann getan haben, is we redrew this wir haben das hier nochmal because we took the aufgezeichnet bottom one and brought it underneath. und ich habe das hier genommen und drunter gelegt. Here it is. Hier ist es. South comes against the north, Der Süden kommt gegen den Norden then the north comes against the south. und der Norden kommt gegen den Süden. This was in the past. Das hier war in der Vergangenheit We know the date. und wir wissen das Datum. It's given here. Es wird uns hier gegeben. We want to understand this. Und wir möchten das hier verstehen. So when we start thinking about this, Und wenn wir anfangen, darüber zu verstehen, which is the future, welches die Zukunft ist, then we begin to apply the rule found in 1 Corinthians 15 verse 46. dann sehen wir diese Regel, die wir in 1. Korinther 15, Vers 46 sehen, dass sie dort angewandt wird. First the natural, Erstes buchstäbliche then the spiritual. und dann das Geistliche. Alyssa is asking, does the singular power to resurrect belong by God or Satan? Does a singular power belong to? To resurrect belong by God or Satan? So Sister Alyssa, could you rewrite your question? Because I don't understand what your question means. Schwester Alyssa, könntest du nochmal deine Frage anders formulieren? Ich verstehe sie so nicht ganz. Now, we know Wir wissen, that the literal is not the same as the spiritual. dass das Buchstäbliche nicht genau das gleiche ist wie das Geistliche. It never was and it never will be. They're never the same. Es war das nie und wird es auch nie sein. Sie waren niemals das gleiche. Even though things are similar, they're not the same thing. Auch wenn sie das ähnlich sind, so sind sie dennoch nicht das genau gleiche. And this is the methodology that we should have used, Und das ist die Methode, die wir hätten benutzen sollen, that we should now use die wir jetzt benutzen sollten, to demonstrate um zu demonstrieren, that in the resurrection of the King of the North, dass in der Wiederauferstehung des Königs des Nordens, the King of the South der König des Südens, is not the same as the King of the South at the beginning of the verse. nicht der gleiche König des Südens ist wie am Anfang des Verses. Because we've gone from literal, Denn wir sind vom spiritual. Geistlichen zum Buchstäblichen gegangen. and that's a much more robust defense about going from France to Russia than we've used in the past. Und das ist ein viel robusteres Argument, dass wir vom König des Südens von Frankreich auf Russland übergehen, als Argumente, die wir in der Vergangenheit benutzt haben. Did she give it? She says, my audio no good, we'll try to rephrase. Okay. Can I answer? Yeah. Can you So answer or ask? ask. So we say that France to Russia will be different, so it must be the same about the King of the North, so it cannot be papacy and papacy twice. So, Sister Tamina said, because the King of the South is different, therefore the King of the North must be different. Also wenn der König des Südens hier unterschiedlich sein wird, dann muss auch der König des Nordens unterschiedlich sein. In yesterday's presentation, Und in der Präsentation gestern we agreed haben wir darüber eingestimmt, that when we speak about the resurrected beast, dass wir über dieses wiederaufstehende Tier, wenn wir darüber sprechen, when it ascends out of the bottomless pit, wenn es aus diesem Abgrund hochkommt, that we don't call this papal Rome, we call it modern Rome. dass wir es nicht mehr das päpstliche Rom nennen, sondern das moderne Rom. Because we're going to use the principle of triple application. Pagan Rome, papal Rome, modern Rome. Denn wir benutzen diese dreifache Anwendung vom heidnischen Rom, päpstliche Rom, moderne Rom. So it's not because we see number one is different, therefore we know number two is. It was the other way around. Es ist nicht unbedingt, dass wenn wir sehen, dass Nummer 1 unterschiedlich ist, dass auch 2 ist, sondern eigentlich die andere Weise herum. If someone can find the Spirit of Prophecy quote Wenn jemand das Geist der Weissagung Zitat finden kann, from Revelation 11, von Offenbarung Kapitel 11, where it talks about a beast that comes out of the bottomless pit. wo es darüber geht, dass ein Tier aus dem Abgrund heraufkommt. So someone can find that
wenn jemand das finden kann. So we'll let them find out. Maybe they'll give it to us at the start of the next presentation. So do it in the break unless someone knows it very quickly. Vielleicht, wenn es jemand schnell hat, dann ist okay, ansonsten in der Pause dann. So I want to suggest Ich möchte vorschlagen, that we know dass wir wissen, that the king of the north, or this singular power, is the one that dies and resurrects, and when it resurrects, it looks different. We know that. also wir wissen, dass der König des Norden diese eine Macht ist, die beständig ist und dass sie getötet wird und dann wieder aufkommt, wieder aufersteht. What Bible verse did we use? Welchen Bibelvers haben wir dafür benutzt? Says it to me now. It was in Revelation? Okay. We went to some completely different version. First Corinthians 1 Corinthians 15:46. 15:46. 1. Korinther 15, Vers 46. And we went back to verse 42, Und wir sind zurück zu Vers 42 gegangen, which said that the glory of the second is greater than the glory of the first. wo die Herrlichkeit des Zweiten herrlicher ist als die des Ersten. So we use these verses to prove Und wir haben diese Verse benutzt, um zu beweisen, power that died, dass diese Mächte, die sterben, when it resurrects, und wenn es dann wieder aufkommt, it will be greater, more glorious. dass es herrlicher, größer sein wird. And therefore we know when it comes to the king of the south, that will be different. Und deswegen wissen wir, dass es, wenn wir auch den König des Südens haben, dass es da auch unterschiedlich sein wird. Does that help? We already know about the north, Wir wissen bereits schon über den König des Nordens, because that's the subject. denn das ist das Thema. What we then can find out is information about the south. Und was wir dann finden können, ist diese Information über den Süden. People give references. But Okay, so we someone says, Great Controversy, 1888, 266, paragraph 1, and the others say, Great Controversy, 440 and 441. we'll go to Great Controversy, page 440. Also wir gehen zum großen Kampf, Seite 440. And it says something along these lines. Und es sagt ungefähr etwas so: Here is brought to view Hier wird uns aufgezeigt, a new manifestation of satanic power. eine neue Manifestation von einer satanischen Macht. Is that right? Something along those lines? They've given us the 40. correct reference. I'm just looking at. No, this is about America. I'll find the passage for us. I'll check the other one. She quit us this time. So this is the Great Controversy, page 268. Also What did we have großer before? Kampf, Seite 268. Nobody gave us that before? Before was 240. Okay, so it's page 268. Also 268. And we'll read that in our next class. Und wir lesen das dann in unserem nächsten Unterricht. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you'd guide, direct, and bless us Wir bitten dich, dass du uns leitest, dass du uns dirigierst und segnest. in the study and meditation of your word. Und in dem Studium über das Nachdenken über dein Wort. Help us to have a clearer understanding Hilf uns, ein deutlicheres Verständnis zu haben of the structure and nature of Daniel 11, verse 40. von der Struktur und der Natur von Daniel 11, Vers 40. In Jesus' name, In Jesu amen. Namen. Amen.